Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man in der Blender Game Engine vernünftig und gewinnbringend 2D-Shader einsetzen kann. Wie man zum Beispiel in dieser wahrscheinlich schon bekannten Szene sehen kann. Wenn man sich das hier so anguckt, dann fallen einige Effekte ja zum Beispiel sehr ins Auge, zum Beispiel der sogenannte Bloom-Filter, also das hellere Stellen soll einen helleren Lichthof erhalten, die Tiefenunschärfe oder zum Beispiel auch das Ambient Occlusion. So, wie ich das hier erzielt habe, werde ich hier einmal kurz zeigen. Zunächst einmal lösche ich die vorhandenen Logic Bricks für diese Shader. Und damit wir auch wirklich komplett bei Null anfangen können, lösche ich auch noch einmal die 2D-Shader hier raus. So, das Mouse-Look-Script nicht, das wäre fatal. So. Also, nur einmal damit, ohne 2D-Shader, sieht die Szene ja einfach nur so aus. Und da können wir schon sehr schnell feststellen, das sieht einfach nicht vernünftig aus. Zunächst einmal sei gesagt, dass das, was ich jetzt hier mit den 2D-Shadern machen werde, im Allgemeinen wahrscheinlich sehr performance-lastig wird. Also muss man gucken, bis wohin man da mit der Leistung gehen kann. Ich werde allerdings auch noch im Genaueren darauf eingehen, wo man wie entsprechend Performance sparen kann. Also zuerst als 2D-Shader werde ich das sogenannte FXAA, also Fast Approximate Anti-Aliasing, hinzufügen. Das ist im Endeffekt eine Anti-Aliasing-Methode, die das Bild eben entsprechend an den Ecken etwas unschärfer macht, sodass dieses Kriseln hier an den Kanten oder auch einfach eben nur dieser sogenannte Treppeneffekt, also das Aliasing, nicht so sehr hervorsticht. Das könnte man ja auch normalerweise hier zum Beispiel mit den entsprechenden Samples machen. Das funktioniert allerdings sehr unperformant, weil man muss sich das vorstellen, dass eben zum Beispiel ein Vierfach Anti-Aliasing viermal mehr Leistung wegnimmt, weil ja im Grunde genommen das Bild viermal größer berechnet wird, dann kleiner skaliert wird und die überlappenden Informationen kann man ja zum Beispiel dann dafür benutzen, um diese entsprechenden Ecken neu einzufärben, um sie dann etwas unschärfer zu machen. Allerdings gibt es dafür ein Skript und das funktioniert relativ schnell. Das werde ich hier einmal kurz öffnen mit Text, Open Text Block. Dann gehe ich hier zu einem vorgefertigten Ordner dafür und nehme zuerst das FXAA. Das wurde wie die meisten Shader hier von Martin Tsoupidis geschrieben. Und bei dem ist sehr praktisch, dass man eigentlich fast nichts verändern muss. Man muss es eben nur entsprechend aktivieren. Ich tue das in diesem Fall direkt auf der Kamera. Füge eben hier über Filter 2D einen weiteren 2D-Shader hinzu. Benenne ihn auch gleich entsprechend. Auf Pass Number 0 kann er ruhig bleiben. Und dann werde ich ihn mit diesem Always-Sensor hier verbinden. Und weil ich hier schon einen habe, brauche ich ja keinen neuen anlegen. Also kann ich das einfach hier reinpacken, dann das FXAA auswählen und schon habe ich das. Damit hat man jetzt schon etwas geglättete Kanten. Natürlich gibt es immer noch entsprechende Teile davon, die man sehen kann. Aber dafür, dass es so gut wie keine Performance wegnimmt und man dafür ein recht vernünftiges Anti-Aliasing hat, ist es eigentlich ein recht guter Schnitt, denke ich. Als nächstes werde ich einen Shader verwenden, der dem, man könnte denken, entgegenwirkt. Tut er nicht genau. Es ist ein Shader, der schärft das Bild sozusagen an den Ecken. Den habe ich wiederum in einem Forum gefunden auf blenderartist.org von jemandem, der sich Laser Blaster genannt hat. Das werde ich hier erst einmal wieder kurz öffnen. Das Sharpen. Und bei diesem muss man allerdings eine Variable anlegen, nämlich in dieser Hinsicht die Variable Sharpness. Die habe ich jetzt hier in meiner Kamera schon angelegt. Ich werde sie allerdings hier für Vorführungszwecke noch einmal wieder löschen. Und nun legt man natürlich, um diesen Filter zu aktivieren, erstmal wieder einen zusätzlichen 2D-Shader an, kann den da ruhig wieder ranknüpfen. Wie immer auf Custom Filter, richtig benennen. Und weil der erste Filter auf Pass Number 0 liegt, packe ich den zweiten jetzt auf Pass Number 1. Sodass sie sich gegenseitig nicht ins Gehege kommen, beziehungsweise würde ich den hier auch auf 0x0 setzen, weil er in der Rangfolge tiefer steht, würde er auch als letztes ausgeführt werden und somit diesen hier sozusagen überrennen und nutzlos machen, der würde dann nicht mehr benutzt werden. Diese Passnummer sagen eben auch darüber aus, wann jetzt ein Shader entsprechend verwendet wird. Also hier nehme ich nur den Sharpen Shader. Da habe ich überschrieben. Und würde man an sich nur den verwenden, würde erst einmal in der Szene nichts passieren. Das liegt eben daran, weil man diese Variable hier noch braucht, Sharpness. Mit der definiert man nämlich, wie stark das Bild jetzt geschärft werden soll. Das muss man eben auch entsprechend eingeben, wie es im Skript hinterlegt ist. Oder man ändert es einfach im Skript. Um jetzt einmal kurz den Effekt hier übertrieben zu demonstrieren, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf 10 schalten würde, würde man schon schnell sehen, das Bild hier wäre viel zu stark geschärft.
Selbst 1 wäre noch zu viel. Das könnte man sich dann hier einmal kurz angucken. Allerdings denke ich, dass ein Wert von 0,25 in diesem Fall dem Zwecke ganz gut gerecht werden kann. Diese Schaben sorgt eben dafür, dass es an den Kanten ein klein bisschen mehr Kontraste hervorkommen. Und das sorgt eben für mehr Raumtiefe im Bild. Und das ist im Zweifelsfall immer von Vorteil. Und nebenbei sorgt es eben auch noch für indirekt mehr Kontraste, was nach wie vor eben wie für Bildvariation sorgt. Und das ist auch immer gut für ein Bild, weil mehr Bildvariation bedeutet mehr Bildspannung. Und mehr Bildspannung bedeutet, dass es den Zuschauer mehr interessiert. Als nächstes werde ich den ersten mehr oder weniger richtig wichtigen Shader hinzufügen, nämlich das Screen Space Ambient Occlusion. Das wurde ebenfalls von Martin Tsoupidis geschrieben. Es wird auch in diesem Fall mal SSAO abgekürzt. Hier werden wir noch anfangen, die ersten paar Variablen zu ändern, aber zunächst einmal füge ich diesen Shader erstmal einmal zu. Hier war Pass Nummer 1, also packe ich hier auf Pass Nummer 2. Gebe den entsprechenden Namen ein und wähle natürlich Custom Filter und dann Screen Space Ambient Occlusion aus. Damit wir ein bisschen besser verstehen können, was dieser Shader eigentlich macht, werde ich hier einmal kurz in dem Screen Space Ambient Occlusion Shader die Variable hier von False auf True umändern. Hier sieht man Bool Only Ambient Occlusion, das bedeutet eben, dass nur Ambient Occlusion gezeigt werden soll. Und wenn wir das ja mal kurz anschalten, dann sehen wir das auch hier relativ stark. Ich habe den Shader jetzt entsprechend schon so modifiziert von den Variablen her, dass er für diesen Fall passt. Aber ich werde jetzt trotzdem einmal durchgehen, was diese im Einzelnen machen. Also erst einmal nochmal zur Verdeutlichung. Ambient Occlusion ist ja dafür da, dass es in dunklen Ecken, beziehungsweise dass es in Ecken erst überhaupt einmal dunkel wird, weil da kommt ja die normale Schattenberechnung nicht hinterher im Blender, zumindest nicht in der Game Engine. Und das sorgt eben für mehr Realismus in der Szene, weil diese Stellen hier eben auch entsprechend verschatteter wären. Also zunächst einmal, was hier wichtig wäre, wären jetzt zum Beispiel die Benutzervariablen. Und dort steht zum Beispiel auch hier gleich unter Samples, wie hochqualitativ das eben sein soll. Zurzeit ist es noch sehr performant mit nur 8 Samples. Ich werde das in diesem Fall jetzt aber auf 32 drehen. Dann sieht man schon einmal, dass das Ambient Occlusion deutlich feiner gezeichnet wurde. Und da muss man eben aufpassen, wo man eben mit der Performance hingehen kann. Hier bei diesem Rechner reicht das eben damit prima aus und deshalb werde ich das jetzt auch darauf lassen. Das nächste, was man hier ändern kann und sollte, ist Z-Far und Z-Near-Werte. In meinem Fall passen die jetzt eigentlich schon relativ, allerdings muss man es immer wieder der Szene neu anpassen, je nachdem welche Größenverhältnisse man hat. Würde ich hier nun zum Beispiel einmal den Z-Near-Wert runterdrehen, würde man schon sehen, dass man ein ganz anderes Resultat hätte. Also könnte man da zum Beispiel definieren, was für den Benutzer nah dran wäre. In diesem Fall also zum Beispiel dieser Wert. Und hier bei Z-Far steht zurzeit auf 5. Eigentlich würde das ja normalerweise bedeuten, was eben sozusagen weit weg ist. Ich weiß jetzt nicht genau, nach welchen Kriterien dieser Shader das hier durcharbeitet, aber für diese Szene habe ich gemerkt, dass es relativ gut ist, wenn ich hier einen Wert von 1 verwende. Dann finde ich, sieht das ja eigentlich recht ansprechend aus. Da, wo eben es dunkel sein sollte, ist es auch entsprechend dunkel. Und auch mit dem Weitblick klappt das eigentlich ganz gut. Als nächstes ist auch noch einmal der Radius relevant. Den habe ich zurzeit auf 48 gestellt. Würde ich nun zum Beispiel hier nur auf 12 stellen, würde man schon einen wesentlichen Unterschied erkennen. Jetzt sieht es eigentlich alles nur wie ein großer Cartoon-Shader aus. Und das ist auch das, was in den meisten Spielen mich persönlich immer stört. Oder was auch viele Blender Game Engine-Nutzer, wenn sie diesen Shader verwenden, meiner Meinung nach falsch machen, dass sie eben diesen Wert viel zu klein drehen. Weil das sieht dann eigentlich eben nur so aus, als würde um jedes Objekt irgendwie eine Linie herumgezeichnet sein. Und so würde das im echten Leben eigentlich nicht aussehen. Weil eigentlich geht es ja nur um die gewissen Umgebungsschatten und so würden diese natürlich im realen Leben niemals fallen. Man muss natürlich kleinere Werte verwenden, also mit anderen Worten härtere, man könnte sagen im Schatten. Wenn es eben eine direkte Lichteinstrahlung gibt, die findet hier eigentlich auch statt. Allerdings muss man auch bedenken, dass in dieser Szene hier noch ganz viele Mauern stehen oder sonst etwas, ganz viele Objekte, die eben dafür sorgen, dass das Licht noch sehr viel eigentlich in der Realität rumgeworfen wird. Und dadurch würden eben solche scharfen Kanten nicht bei diesem Ambient Occlusion vorkommen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel einmal verdopple, diesen Wert, erhalte ich dann dieses Resultat hier. Das geht eigentlich auch schon. Ich persönlich finde dafür allerdings die Schatten immer noch zu hart. Und deshalb verdopple ich diesen Wert noch einmal und erhalte dann eben dieses Resultat hier. Dann ist auch noch wichtig, hier für den Fall, dass man einen Nebel, also die Misteinstellung verwendet, die man ja hier sehen kann, was ich in diesem Fall verwende, um noch ein bisschen das Umgebungslicht zu fälschen, muss man das hier entsprechend auch aktivieren. So wird das eben noch mit hinzugezogen. Und je nachdem, welche Werte man hier eingibt, wird eben das Ambient Occlusion bis dahin berechnet und eben auch nicht.
Diese Werte finde ich auch etwas skurril, weil eigentlich sollte man ja eingeben, wo der Nebel anfängt und wo er aufhört. Würde ich allerdings hier hinschreiben, wo er aufhört, also eigentlich bei 250 oder ich glaube 75 habe ich verwendet, würde das nicht vernünftig hinkommen. Und man muss eben von Fall zu Fall gucken, welcher Wert da passt. Für mich hat eben bei Mist-End 1 gepasst und damit habe ich eben vernünftige Resultate gekriegt. Wenn man all das hier für richtig befunden hat, dann kann man das hier auch wieder auf False umändern. Na, da ist das F. Dann wird das eben darüber gepackt und sorgt eben für ein realistisches Ambiente. Was auch noch wichtig sein könnte, was ich jetzt hier erst einmal auf den Standardwert belassen habe, ist die Helligkeit, die noch mit berücksichtigt werden kann. Hier wird nämlich zum Beispiel mit einem Faktor von 0,6, also beziehungsweise hier in diesem Bild fallen ja entsprechend Schatten und demnach gibt es helle und dunkle Stellen. Diese wenigen hellen Stellen hier werden normalerweise, würde man das hier einfach nur komplett auf 0 setzen, komplett ignoriert werden. Und das würde dann dazu führen, dass das Bild insgesamt zu dunkel wird und dass Ambient Occlusion auch bei solchen dunklen Stellen gezeichnet wird. Das ist nicht relativ realistisch. Aus diesem Grund kann man eben hier einen Wert festlegen, eine Art Schwellenwert, bis wohin eben sozusagen die Helligkeit als noch dunkel und bis wohin sie als hell befunden wird. In diesem Fall werde ich es eben auf dem Standardwert von 0,6 belassen. Und damit werden eben auch nicht hier diese hellen Stellen, die eben nicht vom Schatten getroffen werden, komplett dunkel gemacht, sondern haben eben ihre übliche Helligkeit. Als nächstes werde ich einen Bloom-Shader verwenden. Der sorgt dafür, dass die hellen Stellen noch einmal heller hervorgehoben werden und etwas leuchten, ähnlich wie zum Beispiel im Composite-Editor bzw. im Node-Editor, also beim Compositing mit dem sogenannten Glare-Effekt. Auch wieder ein Shader von Martin-Sulpitis. Bei diesem ist es ja praktischerweise so, dass er recht überschaubar ist. Trotzdem muss man noch ein paar Sachen festlegen. Zunächst einmal muss ich ihn erst einmal wieder hier reinpacken, ist ja klar. Vorher war die Pass Nummer 2, also packe ich sie dann hier entsprechend auf 3. Wie immer richtig benennen, Custom Filter und nun eben entsprechend den Bloom Shader auswählen. Den packe ich auch bewusst nach dem Screenspace Ambient Occlusion Shader, weil dieser Bloom Filter ist ja sozusagen eine Imperfektion der Kamera und tritt ja somit erst nach der Schattierung der Umgebung auf. Ansonsten würde der Effekt auch einfach nicht vernünftig wirken, wenn man erst helle Stellen hätte und darüber wird dann noch einmal das dunkle Ambient Occlusion gelegt. Das würde einfach nicht passen. Mit dem aktiviert sieht man schon deutlich, dass diese hellen Stellen hier eben noch einmal heller wirken. Allerdings nicht großartig viel und weil ich das gerne etwas mehr haben würde, werde ich das hier ändern. Threshold bedeutet ja Schwellenwert. Damit werde ich diesen Schwellenwert hier erst einmal runtersetzen, sodass mehr Stellen als hell genug vom Shader interpretiert werden, um sie heller zu machen, was man dann noch hier sieht. Allerdings sieht man schon, dass es nicht ganz wirklich vernünftig aussieht. Zum Beispiel hier sieht man, dass diese hellen Stellen einfach so seltsame Kästchen darum haben. Und das liegt dann unter anderem am Offset, mit dem kann ich dann festlegen, wie stark das Ganze dann gemacht werden soll. Wenn ich das hier zum Beispiel nur auf 0,1 packe, dann sieht man, dass dieser Offset in dieser Hinsicht als hoch interpretiert wird und dadurch auf jeden Fall diese hellen Stellen noch sehr stark hervorgehoben werden. Das ist in diesem Fall zu viel. Ich denke, ich werde es hier bei jetzt 0,5 belassen. Trotz allem sieht man aber, dass diese seltsamen Kästchen hier immer noch da sind. Das hängt dann unter anderem mit der Kernel Size zusammen. Wenn ich die jetzt zum Beispiel hochdrehen würde, ich sage es hier mal auf 12, dann würde das wesentlich viel mehr Leistung wegnehmen. Allerdings würde dafür diese Unschärfe auch deutlich, beziehungsweise nicht diese Unschärfe, sondern dafür würde allerdings dieser sogenannte Glare oder eben auch Bloom-Effekt deutlich weicher werden. Allerdings nimmt das einfach viel zu viel Leistung weg und um es auf den üblichen 3 zu belassen, kann man denn hier beim Bias den ein kleines bisschen kleiner machen und das sorgt dafür, dass dieser Lichthof sozusagen auch als kleiner interpretiert wird. Das bedeutet also, dass diese einzelnen vielleicht zusätzlichen Bildsegmente, die eben von diesen 2D-Shader berechnet werden, jetzt weniger oft da rausgucken. Die Blue Clamp hier werde ich jetzt auch einmal ein bisschen verkleinern. Nein, das hat nicht viel gebracht. Dann setze ich den Offset doch mal wieder höher. Dann setze ich einfach den Threshold noch etwas runter. So, jetzt haben wir wieder zu helle Flächen. Dann packe ich das ja wieder etwas weg. Und ersetzt das hier am besten durch eine 5-mal so größere Zahl.
Da ist das dann auch wieder zu viel. Also mache ich dann hier 0,0025. Da muss man eben sehr viel rumexperimentieren. Und jetzt im Endeffekt würde ich eigentlich sagen, ist es relativ in Ordnung. Man hat eben so ein kleines bisschen Blumen, was hier drumherum geht. Und sieht jetzt allerdings auch nicht zu viel aus. Aber dafür ist das Licht im Endeffekt eigentlich noch nicht ganz genau hell genug. Das heißt, ich werde den Threshold doch noch etwas höher drehen. Ja, so. Und den Offset hier allerdings trotzdem noch ein bisschen vergrößern. So finde ich, ist eigentlich ein Resultat, was man relativ als vernünftig empfinden könnte. Dann als nächstes werde ich Tiefenunschärfe hinzufügen. Auch wieder ein Shader von Martins Upitis. Bei dem muss man dann auch wieder einige Variablen ändern. So, also hier auf Pass Nummer 4. Wie immer Custom Filter. Dann eben entsprechend Depth of Field, also kurz abgekürzt wählen. Mit diesem Shader ist es eben so, dass er von jedem einzelnen Pixel aus dem Depth Buffer, der automatisch immer mitberechnet wird, die Tiefe jedes Pixels sozusagen berechnet, dann außerdem auch noch die Mitte als Bildes als sozusagen Fokuspunkt nimmt und dementsprechend den Rest eben unscharf macht. Würde ich den Shader jetzt einfach nur so einfügen, würde man schon sehen, dass die Tiefenunschärfe viel zu stark ist, aber in diesem Fall sieht man auch gleich noch, was sie macht. Ich fokussiere zum Beispiel hier das hier und dann wird der Rest unscharf. Das ist eben auch eine Imperfektion, wie sie eben bei normalen Kameras auftreten würde und lässt das Ganze deshalb realistischer wirken. In diesem Fall sieht es natürlich nicht realistisch aus, weil es viel zu sehr übertrieben ist. Aber erst einmal hier zu den Sachen, die man auch mal verändern könnte, wenn es einmal um Performance geht. Dann könnte man hier bei den Samples und bei den Rings, also die Samples werden sozusagen eben zuerst gemacht und die Rings sind eben dann die einzelnen Dinger, die aus den Samples gemacht werden, um dann eben Tiefenunschärfe zu nehmen. An denen kann man eben rumdrehen und hier zum Beispiel niedriger setzen, um eben Performance zu sparen. Ich werde das jetzt allerdings hierauf lassen. Bool Autofocus bedeutet, dass man diese Variable hier oben nicht mehr anlegen braucht, was ich in diesem Fall auch nicht tue, weil er dann eben automatisch einen, sozusagen aus der Mitte des Bildes, den optimalen Wert nimmt, beziehungsweise darauf wird eben fokussiert. Und Bool Autofocus bedeutet eben, wenn es hier auf True geschaltet ist, dass er sich diesen Punkt eben automatisch sucht. Das ist auch relativ praktisch. Man kann natürlich es auch für andere Anwendungsbereiche anders benutzen, aber in diesem Fall ist das so in Ordnung. Die Focal Range ist noch relativ interessant. Wenn ich diese jetzt zum Beispiel einmal verdoppel, beeinflusst das den Rahmen mehr oder weniger, in dem etwas unscharf gemacht wird. Wenn jetzt zum Beispiel stand er vorher auf 2, das heißt alles, was sozusagen zwei, ich sag jetzt mal Shader-Einheiten oder beziehungsweise Tiefeneinheiten von dem eigentlichen Fokussierungspunkt entfernt waren, wurden auch noch als sozusagen Entfernung für keine Tiefenunschärfe befunden. Und wenn ich das eben höher stelle, kann ich damit die Tiefenunschärfe entsprechend reduzieren, ohne die Tiefenunschärfe selber runterzusetzen. Max Blur ist ja in dieser Hinsicht auch ganz klar, also wie stark die Tiefenunschärfe eben dann unscharf werden soll. 10 ist in diesem Fall wirklich viel zu stark. Ich werde das hier einmal nur auf 1 setzen. Und das ist dann auch schon ein Resultat, mit dem man sich deutlich mehr identifizieren kann. Man sieht eben, hier ist es im Vordergrund eben nur etwas unscharf und hier auch nur nichts zu stark. Dazu sollte man noch einmal sagen, dass Tiefenunschärfe sehr wichtig ist, wenn es darum geht, Größe auszudrücken. Wenn man zum Beispiel Hochhäuser fotografieren würde, dann wäre die Kameralinse im Verhältnis zu den Objekten, die fotografiert werden, sehr klein und die Objekte natürlich entsprechend groß und das würde eben dafür sorgen, dass fast keine Tiefenunschärfe auftritt. Viel Tiefenunschärfe tritt allerdings auf, wenn man zum Beispiel einen kleinen Käfer auf einem Blatt oder irgendwie Obst und darauf befindet sich zum Beispiel ein Wassertropfen fotografieren würde, dann wäre ja die Linse entsprechend dafür groß im Verhältnis zu diesen Objekten und dann wäre auch die Tiefenunschärfe sehr stark. Das hier soll allerdings ja nicht alles so klein aussehen und aus diesem Grund ist so ein Wert hier eigentlich vernünftig. Ich würde sagen, es ist glatt sogar noch ein kleines bisschen zu viel, aber dann werde ich einfach die Focal Range noch einmal verdoppeln. Ja, dann finde ich das hier schon deutlich besser. Als nächstes, hier ist diese Abteilung mit Bias und Fringe. Das sorgt dafür, dass die Farbwerte, beziehungsweise dass dort, wo das Bild unscharf gemacht wird, werden die Farbwerte eben noch einmal auseinandergezogen. Damit kann man noch mehr Variationen im Bild entstehen lassen, was dann relativ gut aussieht. Ich werde hier den Bias einfach mal auf 1 setzen. Das definiert mehr oder weniger, wie stark diese Abgrenzung voneinander definiert sein soll. Und mit Fringe, wie viel denn im Endeffekt nun auseinandergehen soll. Ich werde das hier nun einmal erst auf 0,1 packen und dann sehen, was passiert. Hier sehen wir schon, mit dem Bias haben wir verändert, dass diese einzelnen hellen Punkte, die hervorgucken, nun wirklich auch als Punkt identifizierbar sind, was ein relativ interessanter filmtechnischer Effekt ist.
Und mit diesem Fringe bin ich eigentlich noch nicht recht zufrieden. Den werde ich jetzt einfach mal sehr viel höher setzen. Da sehen wir schon, die Farbwerte gehen auseinander, allerdings viel zu stark. Dann setze ich das wirklich nur einmal auf 1. Dann sehen wir, dass das eigentlich ein Wert ist, mit dem wir relativ sicher sind. Nun, als nächstes fällt auf, dass die hellen Objekte durch diesen Depth of Field Shader noch einmal deutlich stärker hervorgehoben werden. Also eine Art zusätzliches Bloom. Und das ist in diesem Fall wirklich zu viel. Das kann man dann hier noch einmal runtersetzen mit der Depth Blur. Nein, Moment mal, das war falsch. Nicht mit der Depth Blur. Mist, wo war das noch einmal? Hier. Bei dem Highlight. Damit legen wir mit dem Threshold erst einmal wieder fest, wie stark, beziehungsweise welcher Pixel, beziehungsweise wie stark die Information von dem Licht noch sein darf, also wie hell ein Pixel noch sein darf, dass er eben als entsprechend hell interpretiert wird. Ich setze das Ganze jetzt erst einmal relativ hoch. Das hilft in diesem Fall schon ein kleines bisschen und sorgt eben dafür, dass diese einen kleinen Teile hier nur noch dass nur noch weniger Teile stark hervorgehoben werden. Mit dem Gain kann man auch definieren, wie viel sie denn hervorgehoben werden. Wenn ich hier einfach noch eine 0 ranhänge, sieht man schon, dass es wieder viel zu viel ist. Ich werde es deshalb jetzt von dem, was vorher auf 10 stand, auf 5 stellen. Und bei der Gelegenheit den Threshold gleich noch etwas runter, damit etwas mehr, etwas weniger unscharf gemacht wird. Beziehungsweise etwas mehr, etwas weniger hervorgehoben wird. Und das ist ein Resultat, mit dem man eigentlich auch relativ gut leben kann. Danach gibt es jetzt auch noch einen Shader, den man eigentlich immer guten Gewissens anwenden kann, weil er nämlich so gut wie keine Performance zieht, nämlich Color Correction. Dieser Shader ist von Andreas Esau und der sorgt dafür, beziehungsweise der kann dafür sorgen, wie man es hier entsprechend eingibt, dass man die Kontraste erhöht, dass man eben Rot-, Grün- und Blaukanäle noch einmal jeweils stärkere Gewichtung gibt. Und was das Saturation hier macht, weiß ich nicht ganz so genau. Und hier mit der Brightness kann man eben auch noch definieren, ob das Bild jetzt eben eher abgedunkelt oder eher aufgehellt werden soll. Und dieser Shader hat eigentlich auch also dafür, dass er am wenigsten Leistung wegnimmt, oder ich würde sagen, dass er am wenigsten Leistung wegnimmt, ist ja für mich einer der wichtigsten Shader, weil man mit einer gewissen Farbgebung ja nicht nur das Bild viel interessanter machen kann, sondern zum Beispiel auch noch besser Emotionen, Stimmung oder sonst etwas rüberbringen kann. Zum Beispiel in einer eher blauen Umgebung ist es ja so, dass wir das eher als kühl interpretieren würden und das hat dann vielleicht schon gleich eine deutlich mehr bedrückende Atmosphäre, aber in diesem Fall soll es ja eigentlich hell und warm sein, also wenn wir eher in den rötlichen und grünlichen Bereich gehen. Das hier war voll auf Passnummer 4, also kommt hier 5. Nun werde ich eben diesen Filter hier einbinden. Und ich habe ihn zunächst einmal so eingestellt, dass er in diesem Bild nichts verändert. Also das ist... Ach nein, doch nicht. Hier habe ich noch etwas vergessen. So, jetzt verändert er im Bild nichts mehr. Und nun, das erste, was offensichtlich wäre, dass man zum Beispiel den Kontrast hochdrehen kann. Wenn ich den hier erhöhe, sieht man schon, das ist natürlich hier für diesen Fall viel zu stark, aber wir haben stärkere Kontraste. In diesem Fall lasse ich diesen Wert aber erst einmal außen vor, der wird dann erst später etwas relevanter. Dann hier auch noch entsprechend die Brightness. Würde ich das jetzt zum Beispiel etwas erhöhen, würden wir sehen, dass das Bild zum Beispiel heller wird, was in diesem Fall allerdings auch nicht sehr schön ist. Und hier können wir eben Rot-, Grün- und Blauwerte anpassen. Um es nochmal kurz zu zeigen, würde ich hier diesen Blauwert sehr stark hervorheben, würde man sehen, dass das ganze Bild blaustichig wird, was natürlich hier komplett unrealistisch ist. Man darf es auch niemals damit übertreiben. Aber in diesem Fall werde ich nun erst einmal die Rotwerte hervorheben, ein kleines bisschen. Das würde jetzt erstmal in diesem Hinsicht so ins Gewicht fallen und das gleichzeitig noch ausgleichen, indem ich auch noch die Grünwerte hinzuziehe. Man kann auch sagen, dass ich einfach nur Blau insgesamt ein kleines bisschen abziehe. Nun sehen wir, das Ganze hier hat viel zu wenig Kontraste, was wir ja natürlich durch dieses Skript auch noch ändern können. Aber vor allem sind wir jetzt eher in diesem grünlichen Bereich, was auch den Pflanzen eher gerecht wird und auch noch ein bisschen wärmer ist die Atmosphäre. Zwar nicht ganz so warm, als würde man nur Rot nehmen, aber ist ja in dieser Hinsicht erstmal egal. Jetzt werde ich die Kontraste noch etwas erhöhen. Das hier ist in diesem Fall zu stark. Und das ist wiederum zu wenig. So, und ich denke, mit diesem Resultat hier kann man eigentlich im Endeffekt leben. Ich würde trotzdem sagen, dass Grün noch etwas zu präsent ist. Also werde ich das hier von der Gewichtung her dann noch etwas ändern. Ja, das ist dann auch wieder zu übertrieben. Das geht jetzt wieder zu den rötlichen Bereich. Gut, tausche ich diese Werte eben erst einmal kurz aus.
So, ja, jetzt geht man deutlich mehr in den grünlichen Bereich, hat noch ein bisschen mehr Rot drin. Die Farben sind jetzt an sich eigentlich ganz in Ordnung. Und eben auch die Kontraste sind entsprechend annehmbar. Ich werde gucken, ob ich hier diese noch ein kleines bisschen erhöhen kann, ohne dass es gleich bescheuert aussieht. Ja, das geht doch eigentlich. Und als nächstes und auch als letztes werde ich noch einen weiteren Shader verwenden, der relativ wichtig ist, allerdings immer sehr selten, sag ich mal, Bedeutung gefunden hat. Und zwar eine weitere Art der Imperfektion, und das nennt sich der sogenannte Noise Filter oder auch Film Grain oder wie auch man ihn nennen will. Das sorgt im Endeffekt dafür, dass das Bild ein kleines bisschen krisselt, vorzüglich an dunklen Stellen. Auch wieder ein Shader von Martin Sopitis. Und ob man es glauben mag oder nicht, dieser Shader, obwohl er eigentlich ja nur das Bild krisselig macht, man denkt sich, das will ich doch bei meinem Bild nicht, ist es trotzdem wichtig, um es realistischer wirken zu lassen, weil dadurch wird eben noch einmal mehr sozusagen die Imperfektion gezeigt, die eben auch bei ganz normalen Kameras auftreten würde. Wenn man ja zum Beispiel erst in einem hellen Bereich war, krisselt es wenig, und wenn man mit derselben Kamera irgendwo hingeht, wo es dunkel ist, sieht man schon, dass da deutlich mehr Krisseln im Bild ist. Das kann man natürlich jetzt auch für Slender-Projekte oder ähnliches ganz praktisch verwenden. Aber in diesem Fall soll es eben nur da sein, um noch ein kleines bisschen realistischer wirken zu lassen. Also fügen wir jetzt einen letzten Shader hinzu. Und dieser Shader würde so an sich erst einmal nicht funktionieren. Wir müssen nur noch ein paar Variablen festlegen. Hier kann man auch ablesen, welche es sind, nämlich einmal ein Timer und dann Noise Amount. Dann legen wir uns hier zwei neue an, die eine nenne ich Timer. Die muss auch direkt ein Timer sein, weil dadurch kann das Skript eben sozusagen gucken, wann eine Änderung in der Zeit durchgeführt wurde, beziehungsweise das verwendet es eigentlich nur als Zufallswert, wie das Krisseln generiert werden soll. Und wenn man einen Timer weglassen würde, würde das Krisseln immer nur würde eben immer nur gleich aussehen, was relativ unrealistisch wäre. Und dann würde auch der Realismus überhaupt nicht mehr zutage kommen, sondern es würde eben nur noch gekünstelt aussehen. Und dann eben hier noch die Variable Noise Amount. Mit der kann man eben definieren, wie stark denn jetzt dieses Krissel sein soll. Ich setze das jetzt mal zu hoch. Dann sieht man schon deutlich, dass man kaum etwas sieht, weil einfach sehr viel gekrisselt wird. Wenn ich das auf 1 setze, wäre das immer noch wesentlich zu hoch. Moment, das ist ein Fehler gewesen. Ich habe noch die Parsnummer nicht richtig gemacht. Die muss natürlich hier entsprechend auf 6 geschaltet werden. Ich habe mich schon gewundert. So, jetzt wird es eben nur rübergepackt und ein Wert von 0,025 ist in dieser Szene eigentlich relativ vernünftig. Somit sieht man hier, dass es eben in den eher dunklen Regionen ein kleines bisschen krisselt und in den hellen eben etwas weniger. Und das wirkt dann eigentlich auch relativ realistisch. Und somit konnte man auf jeden Fall eigentlich relativ schnell diese Szene hier aufpeppen. Wenn man sich das hier im Groß anguckt, dann sieht man noch einmal einen deutlichen Unterschied zu vorher. Deutlich bessere Farben, interessantere Effekte und so weiter und so fort. Natürlich auch alles entsprechend performancelastig, da muss man eben aufpassen. Wichtig zum Ende ist vielleicht auch noch, dass nicht alle diese Shader auf jeder Grafikkarte funktionieren. Also am sichersten läuft man, wenn man eine Nvidia-Grafikkarte hat. Und ATI-Grafikkarten unterstützen diese meisten Shader hier nicht. Bei einigen entstehen auch einfach nur seltsame Fehler oder andere laggen auch einfach viel zu sehr, wenn sie dann mal funktionieren. Man kann es natürlich eben von Fall zu Fall ausprobieren, aber man sollte eben wirklich eine Nvidia-Grafikkarte verwenden, weil dafür eben wirklich diese Shader eigentlich, zumindest in meinem Fall, alle funktionieren. Und das war's dann eigentlich auch schon.